Alles scheiße, deine Ellie. Deine Honda, meine Honda, Miss Shit. ist wieder Misthaufen, aber das war sie schon immer. Ja, weil sie ist, wie sie ist, haben wir leider unsere Strecke durch die Berge nach Kamerun abbrechen müssen. Sind jetzt wieder auf dem Rückweg und werden mit dem Militärkonvoi fahren müssen. Die Teile sind schon nach Yaoundé bestellt und werden am 13. ankommen. Als wir eben hier reinkamen, hat der Sonnenuntergang wunderschön durch das Fenster geschienen und wir hatten hier schönes Licht und jetzt kam der Kellner. Nigeria, oder? Ich weiß nicht, was ihn dazu gerade veranlasst hat. Nachdem wir jetzt hier 2 Tage, auch zum Frühstück, Nudeln mit Ei gekriegt haben, haben wir gefragt, was es denn außer Nudeln und Ei gibt. Ja, wir haben nicht nur Nudeln, wir haben auch Spaghetti. Aber die Tomatensauce sieht gar nicht schlecht aus. 4,6 Kilometer noch bis zur Grenze und hier reiht sich auf den letzten 20 Kilometern ein Checkpoint an den nächsten. Ich habe jetzt aufgehört zu zählen, aber es müssen locker 15, 20 Stück sein. Aggressive Leute, einmal angebrüllt, angeschrien dabei. Wir fahren einfach nur noch durch, zeigen Fuck-Off-Finger, haben's echt. Nigeria hat sich erledigt. Los, raus hier. Wir sind auf dem Weg zum Kommissariat, da sollen wir die Motorräder stehen lassen und dann geht das morgen dann im Konvoi weiter. Wir sind endlich im Kamerun angekommen. Hier ist Bürgerkrieg. Die Englischsprachigen gegen die Französischsprachigen und deswegen dürfen wir uns nicht frei bewegen. Es ist morgens kurz nach 8. Ich habe die ganze Nacht gekotzt, Brechdurchfall, alles. Wir haben gestern Abend Fisch gegessen und ich habe eine schöne Fischvergiftung und muss jetzt 280 Kilometer Militärkonvoi fahren, weil wir sonst eine Woche hier hängen bleiben. Wir haben es um 11 dann mal geschafft, bis hier zur Hauptstraße zu fahren. Dann sind die anderen beiden Militärs abgehauen. Wir sollten nicht hinterherfahren. Warten jetzt auf den 3. Bus. Und dann geht es irgendwann dann mal vielleicht weiter. So, wir sind jetzt endlich unterwegs. Es ist 12:35 Uhr. Wir haben 3 Busse vor uns. Davor fährt ein Land Rover, der auch ein paar Soldaten dabei hat. Und hinter uns dann der zweite Land Rover mit dem Konvoiführer, der völlig überfordert ist mit der Gesamtsituation und einfach nur angepisst. Mal gucken, wie das hier so weitergeht. Keine Ahnung, wie die Lage ist, weil Trachtentruppe ist schlechter organisiert als jeder Karnevalsverein. Also die wissen wenigstens, wann sie lachen müssen. Die wissen ja nichts. Nee, unsere Militärkonvoi-Patrouille ist uns abhanden gekommen. So, wir sind ja nur wegen diesem Miststück auf dem Militärkonvoi und der fährt jetzt ohne uns weiter, weil das Miststück geht jetzt gar nicht mehr. Die Sonne geht auf, es ist 7 Uhr morgens und wir haben eine Lösung gefunden, wie mein Scheißvogel nach Douala kommt. Und zwar hinten drauf auf diesem Holz-LKW. Wir haben ungefähr 50 Kilometer vom Epizentrum des Krisengebiets übernachten müssen und haben die Honda jetzt auf einen LKW aufgeladen und werden sie nach Douala transportieren.
Kamerun Tag 2. Silkes Motorrad ist auf dem Holz-LKW irgendwo vor mir. Ich habe jetzt die Aufgabe, hinterher zu düsen. Wir zahlen 120.000 CFA für ungefähr 228 Kilometer Transport. Das ist durchaus in Ordnung. Problem ist nur, wir haben kein Geld. Zumindest nicht genug. Also muss ich zuerst mal Silke wieder einholen und dann in Boja wird umgeladen. Gucken, dass ich da irgendwo aus dem Geldautomaten dann Geld bekomme. Aber es wird sich alles regeln. Und schon ein bisschen komisch, allein auf der Straße zu sein, ohne meine Lebensliebe. Das ist wohl ein Baumwipfelfahrt für Autos und Motorräder. Ziemlich cool. Umladen auf den nächsten LKW, so geht Umsteigen mit Motorrad, wenn man ein kleines, leichtes hat. LKW des Tages, ganz luxuriös, ein Actros. Wir sind in Kumba und haben dort jetzt das Torrad auf den nächsten LKW verladen. Eigentlich sollte es noch 70 Kilometer weitergehen, aber der Holztransporter hatte nur Papiere für Holzladung und nicht für Motorrad. Und die Polizisten haben leider kein Verständnis dafür, dass man eventuell einfach mal einen gestrandeten Touristen mit einem kaputten Motorrad noch hinten drauf tut. Deswegen musste der an einigen Checkpoints erstmal schmieren, damit er weiter durchgelassen wird. Da bin ich durchgefahren, darüber haben sie sicherlich aufgeregt, hat meine Frau gesagt. Naja, der fährt durch, weil ihr so korrupt seid und von uns immer Geld haben wollt. Also nein, sind wir ja gar nicht. Zumindest sind die mit Funk untereinander in Verbindung. Deswegen hat der Holzlastwagenfahrer gesagt, er fährt jetzt heute Abend erst einmal weiter. Dann könnt ihr nämlich beim nächsten Checkpoint lange aufladen. Und dann hat er nur noch Holz an Bord, wie es sich gehört. Und dann können sie ihn mal kreuzweisen. Noch ca. 15 Kilometer bis Douala, dann sind wir im Hafen. Da muss der LKW hin. Dann laden wir Silkes Motorrad aus. Und dann gibt es einen Transporter. Und der kann mit uns dann in die Stadt fahren, weil er sagt, er darf mit seinem LKW da nicht hin, auch wenn das nicht weit vom Freihafen entfernt ist. Jetzt geht's vom großen LKW auf einen Mini-Mikro-LKW. Da steht sie auf dem Dammers. Jetzt diskutieren sie darüber, was denn nun eigentlich gerade Sache ist. Der hier vorne mit dem Helm wollte eben noch 15 haben, dann haben wir alles aufgeladen, festgezurrt, sagte eigentlich will er 20. Der Dicke da vorne möchte jetzt irgendwas haben, damit die Schranke aufgeht. Das ist Afrika. Der Dammer schafft mal gerade 33 Stundenkilometer. Spitze. Aber dem läuft doch schon das Getriebeöl hinten raus.